Die Themen im heutigen Zocker-Lounge-Wochenrückblick sind: Dungeons & Kingdoms sucht Beta-Tester, Neues zu Fractured Alliance, Frostpunk 2 PC-Spieler profitieren vom Konsolenlaunch, Roadmap für Aztecs: The Last Sun, neuer Patch verbessert Broken Arrow deutlich, erstes Gameplay zu Star Trek Voyager Across the Unknown, Deep Dive in Here Comes the Swarm und Farthest Frontier 1.0 Release steht final fest. Dieser Wochenrückblick wird euch auch diese Woche von meinem Partner Instant Gaming präsentiert. Bei Instant Gaming erhaltet ihr in der Regel alle Videospiele zum Teil deutlich günstiger als auf den Hauptplattformen und könnt so jede Menge Geld bei eurem liebsten Hobby sparen. Heute kann ich euch unter anderem Frostpunk 2 und Broken Arrow ans Herz legen, dazu aber gleich noch mehr. Mit Dungeons & Kingdoms entsteht bei Uncle Crouch Gaming eine Mischung aus mittelalterlichem Fantasy-Königreich, Management-Simulation und Dungeon-Deliver-Rollenspiel, in welchem ihr euer eigenes Königreich errichten könnt. Der spannend klingende Mix wird am 13. Oktober während des Steam Next Festes eine Demo erhalten und kann dann endlich von der breiten Masse angetestet werden. Aktuell könnt ihr euch aber schon für den laufenden Beta-Test anmelden. Hierfür müsst ihr lediglich den Anweisungen auf dem Dungeons & Kingdoms Discord folgen und scheint dann ohne weitere Limitation direkt dabei zu sein. Auch wenn diese Aussage von mir natürlich ohne Gewähr ist. Der Command & Conquer-Klon Fractured Alliance, welcher dem Klassiker eine moderne Optik spendieren möchte und natürlich auch ein paar eigene Ideen mit einbringt, hat in einem neuen Video neue Einheiten vorgestellt. So wird wohl mindestens eine der Fraktionen über Drohnen verfügen, welche sich ähnlich wie Infanterie steuern lassen, aber problemlos über Hindernisse wie Mauern hinwegschweben. Covern lassen sich diese kleinen Störenfriede klassisch via Bazooka-Truppen und müssen zum Laden zurück in ihre Station. Außerdem wurde eine frühe Version des sehr blutigen Plattfahrens von Infanterie demonstriert und eine frühe Version eines Flammenwerferturms gezeigt. Auch wenn es so gar nicht meins war, ist den 11-Bit Studios mit Frostpunk 2 ohne Frage ein würdiger Nachfolger ihres beklemmenden Endzeit-City-Builders gelungen. Der Titel, der auf dem PC letzte Woche schon sein Einjähriges feierte, ist mittlerweile auch auf den Current-Gen-Konsolen erschienen und davon profitieren jetzt auch wir PC-Spieler. So lässt sich Frostpunk 2 mittlerweile auch perfekt am PC mit dem Controller bedienen, auch wenn ich als Maus- und Tastatur-Only die Nachfrage danach nicht so recht verstehen kann. Jedenfalls, damit das funktioniert, wurde das UI komplett neu gestaltet und soll jetzt viel intuitiver und einfacher zu bedienen sein, also mit allen Steuerungsvarianten. Wenn ihr euch für Frostpunk 2 interessiert, bekommt ihr es wie immer bei meinem Partner Instant Gaming am günstigsten. Mit einem Kauf über meinen Partnerlink unterstützt ihr dabei diesen kleinen Nischenkanal hier zusätzlich massiv. Willkommen in Tenochtitlan, der Geburtsstätte der Azteken. Das gerade erschienene Aztecs: The Last Sun habe ich euch ja bereits diese Woche genauer vorgestellt. Der Vollständigkeit halber wurde jetzt noch eine erste Roadmap hinterhergeschoben. So soll noch im Oktober ein umfangreicher Patch für die meisten bekannten Bugs veröffentlicht werden, sowie auf das Feedback der Spielerschaft, so gut es geht, direkt reagiert werden. Im November soll es dann mit dem Schlamm und den Obsidian-Bergarbeitern 2 neue Berufe bzw. Gebäude integriert werden, während im Dezember dann ein Steuerbüro und das Logistikzentrum folgen. Aztecs: The Last Sun gibt's ebenfalls bei Instant Gaming am günstigsten. Aztecs: The Last Sun, jetzt erhältlich.
Weiter geht's mit dem Realkriegs-RTS Broken Arrow, welches seinen ersten Patch erhalten hat. Auf Wunsch der Community werden Spieler, welche das Spiel vorzeitig verlassen und so ihr Team benachteiligen, nun hart bestraft. So kann solches Verhalten ab sofort zu einem temporären Bann führen, in dessen Zeit dann nicht mehr am allgemeinen Multiplayer teilgenommen werden kann. Außerdem gibt es für aussichtslose Situationen nun eine Kapitulationsfunktion, um einem unspannenden Finale vorzubeugen. Da es wohl auch Probleme mit Cheatern gibt, wurden in diesem Zug ebenfalls weitere Maßnahmen gegen diese ergriffen, was in folgenden Patches dann weiter verfeinert werden soll. Richtig, auch Broken Arrow ist bei Instant Gaming mit ca. 30 € am günstigsten. Wollte ich eigentlich ein eigenes Video zu machen, beziehungsweise kommt vielleicht doch noch, denn während der Gamescom wurde auch Star Trek Voyager Across the Unknown angekündigt, was dann ein Survival-Strategiespiel werden soll. Diese Woche hat Entwickler Game Excite, übrigens aus Hamburg, einen ersten Gameplay-Trailer veröffentlicht, der viele weitere Details zum Titel preisgibt. So scheint ihr zum Beispiel die Voyager von Grund auf erst aufbauen zu müssen, während die Handlung des Spiels lose der TV-Serie folgt. Star Trek Voyager Across the Unknown wird von der Deutschen Games-Förderung gefördert, hat aber noch keinen Release-Termin. Mit dem vielsagenden Titel Here Comes the Swarm entsteht außerdem aktuell ein neues Survival-RTS, in dem ihr euch einbunkern müsst, um dann Massen an Gegnern zu widerstehen. Ihr könnt euch hier also im Grunde auf eine Mischung aus They Are Billions und Diplomacy is Not an Option in einem Fantasy-Setting freuen. In einem Interview hat einer der 4 Entwickler, Davey Boy Hook, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, einen kleinen Einblick in die Entwicklung gewährt. So hat er als Kind viel Stronghold gespielt und liebt es daher, eine Burg zu verteidigen. Die Idee zu Here Comes the Swarm kam mit dem Spielen von They Are Billions, was natürlich, wie schon gesagt, als Vorlage herhalten durfte. Das Wüstensetting des Spiels wurde bewusst gewählt, um so zum einen der benötigten Performance Genüge zu tun und zum anderen eine sehr einfache visuelle Lesbarkeit trotz tausender Einheiten zu gewährleisten. Hinzu kam, dass reaktionsschnelle Kämpfe wie in StarCraft, der Städtebau wie in Anno und die Feindwellen wie in They Are Billions sinnvoll integriert und funktionieren mussten. Here Comes the Swarm soll dann im ersten Quartal 2026 in den Early Access starten. Mit gut einem Jahr Verspätung steht jetzt endlich fest, wann die sehnlich erwartete Version 1.0 von Farthest Frontier zum Download bereitsteht. Denn das vermeintlich letzte große Update ist gleichzeitig auch das mit Abstand größte. Denn durch den neuen Technologiebaum mit satten 142 Punkten soll das Spiel nochmals auf links gedreht und an allen Ecken und Kanten überarbeitet worden sein. Zudem kommen Monumente mit Siegbedingungen hinzu, Dutzende neue Gebäude, Brücken, ein neues Politiksystem und aktualisierte Animationen. Farthest Frontier 1.0 erscheint somit in circa einem Monat am 23. Oktober 2025. In diesem Sinne, lasst mir gerne ein kleines Abo da und aktiviert die Glocke, damit ihr auch zukünftige News nicht verpasst und immer top informiert seid. Bis zum nächsten Mal.